Ein Highlight war Ende 2020, als ich zu den Entwicklern gesagt habe, macht was völlig Neues, ich will keinen alten Code mehr haben. Und die haben sich gefreut. Die haben sich dann an die Arbeit gemacht. Und das feiern wir heute. Heute sehen wir die Ergebnisse. Kann ich mich noch ganz genau daran erinnern, wie das war. Ich bin morgens in die Stadt gefahren, um Zeitungen zu kaufen für Bewerbungen. Da stand drin, am Montag beginnt in Essen ein SAP-Kurs. Das erste Mal, dass ich SAP gelesen habe, als diese dreistellige Abkürzung. Für Kurzentschlossene sind noch Plätze frei. Das war am 25.06. Erinnere ich mich noch wie heute. Und dann habe ich gesagt, ich bin kurzentschlossen. Und so bin ich mit der SAP-Welt in Kontakt gekommen. Ich arbeite in meiner Berufswelt mit den zwei schönsten Werkzeugen, die es dort gibt. Das ist SAP R3 damals, heute SAP HANA, S4 HANA und Excel. In meiner Berufswelt. Es gibt unglaublich tolle andere Berufswelten mit anderen Werkzeugen, aber in der Welt, in der ich mich bewege, ist das unglaublich faszinierend und hat nie an Faszination nachgelassen. Also da haben wir in den vergangenen Jahren sehr, sehr viel investiert, sehr hart daran gearbeitet und haben jetzt so einen Sattelpunkt, dass wir aus dieser, wie ich sagte, kleinen Welt des internen Rechnungswesens heraustreten in die Gesamtbereiche. Denn das können wir jetzt machen mit unserer Applikation. Wir haben eine generische Lösung geschaffen, die es erlaubt, auf allen denkbaren Gebieten, in der SAP unterwegs ist, auch selbst unterwegs sein zu können. Und zwar inhaltlich und regional und von der Größenordnung, von der Branche, völlig unabhängig. Und das ist unglaublich faszinierend. Das ist ein Stück weit auch Glück, es geschafft zu haben, mit einem Team aus der Begrenzung, in Anführungszeichen wieder gesprochen, rauszukommen und in die Weite zu treten. Die Weite, die SAP selbst auch hat. Und das ist Glück. Wir haben einen neuen Programmteil geschaffen, den nennen wir Orbit. Man kann sich den, in Anführungszeichen, historischen Alevo so vorstellen wie eine Lego-Kiste, wo man jeden Legostein einfach da reinschmeißt. Und hat einen riesen Haufen von unterschiedlichsten Legosteinen, die kreuz und quer darum liegen. Ja? Jetzt haben wir Legosteine geschaffen, die man zusammenstecken kann. Also lauter kleine Teile, also wirklich nur sind so kleine Teile, aber die dadurch einfach leistungsstark werden, dass man sie zusammenstecken kann. Ohne irgendwie Verlust, Risiken beim Alten zu haben. Das ist das, was jetzt den Alevo 4.2 unterscheidet von früheren Alevo-Versionen. Stolz bin ich schon darauf, was die Menschen geschaffen haben. Also was die Mitarbeiter und Kollegen geschaffen haben. Ja. Jetzt für mich ganz persönlich verwende ich das Wort Stolz nicht. Für mich verwende ich an der Stelle lieber das Wort glücklich. Das ist mein vorherrschendes Gefühl. Man muss sich Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Ja. Er hat den Stein den Berg hochgerollt, er ist dann zwar immer wieder runtergerollt, aber er konnte immer wieder anfangen, immer wieder daran arbeiten. Und insofern folge ich jetzt mal der Interpretation, dass man mich als einen glücklichen Mensch sich vorstellen kann. Wir feiern heute, dass wir es geschafft haben, eine lange Entwicklungsstrecke, die wir mit unserem Produkt gemacht haben, zu einem Standard zu bringen. Und dass wir heute einfach anfangen, in eine weite Welt zu treten. Das feiern wir heute.